Guten Morgen, hier bin ich. Schauen wir, was der Tag so bringt an Botschaften für ein Kollektiv, das damit in Resonanz geht. Ja, man denkt vielleicht, man wäre überfordert oder irgendwie ohne Hilfe. Aber wir kriegen hier gesagt, auch wenn wir jetzt nicht richtig erkennen, was Sache ist, hinter den Kulissen wird uns geholfen. Wir haben so ein bisschen ein Thema mit den Vaterthemen, mit dem männlichen Part, mit dem Teil, der gibt. Möglicherweise ist es so, dass sich diese Themen hier in Beziehungen widerspiegeln. Kann auch im Beruf sein, muss nicht immer in Partnerschaften sein. Und man sucht irgendwie nach einer Antwort. Man möchte eine Entscheidung treffen, aber man hat irgendwie nicht die richtige Intuition dazu. Vielleicht ist es manchmal auch nur das Erkennen von den Thematiken. In den privaten Legungen kommt es oft vor, dass so der zündende Funke fehlt, ne? Wenn ein Mann ein bestimmtes Muster hat, dann wiederholen sich die Muster auch mit den Partnern danach, also gerade bei den Jüngeren auch. Und wenn man dann mal erkennt, wie das eigentlich zusammenhängt, manche glorifizieren ihre Väter, da kommt kein Mann drüber. Manche haben Männer oder einen Vater gehabt, der nie präsent war, die ziehen auch wieder sowas an. Und ich glaube, dass es darum geht, dass man erkennt, wo einige Probleme herkommen oder einige Schwierigkeiten und dass man hier auch bereit ist, sich auf den Weg zu machen, ne? Zu verstehen oder auch, es ist ja so leicht immer zu den anderen zu sagen, du bist schuld, dass es mir so geht, aber was hat es eigentlich mit uns selbst zu tun? In der Vergangenheit hatten wir hier schon eine bestimmte Intuition, vielleicht auch eine bestimmte Weise zu handeln. Im Moment ist es eher so, dass man bei etwas unentschlossen ist oder nicht weiterkommt. Und hier kommt eben die Situation, dass da noch so ein bisschen rumrepariert wird. Und dann haben wir für die nähere Zukunft das Go, ne? Dann kommt hier auf die Plätze fertig los, etwas, wir sind am Start, wir können loslegen. Wir haben die Zeit erreicht, in der wir verstanden haben und wo die Reise weitergeht. Ja, es ist dann doch ein Beziehungsthema irgendwo mit, denn wir haben hier die Seelenpartnerbeziehung. Das ist ein großes Feld und ich bin selber kein Fan von diesem Dual- und Zwillingsseelenzeugs. Für mich sind alle Menschen, die in mein Leben kommen, Leute, die ich in meinem Resonanzbereich habe, die mir ein Verständnis mitbringen. Hier kann schon sein, dass wir auf der Beziehungsebene vielleicht auch erkennen oder dass uns andere Partner geschickt sind. Das sind nicht immer die Partner in einer Beziehung. Das kann auch ein Freund sein, ein Arbeitskollege, jemand, zu dem man eben eine tiefe Verbindung hat, eine besondere Verbindung. Aber die Legung sagt auch, hier wird einiges repariert und dass wir wieder Verbindungen haben, die eine gute Grundlage haben. Wir kriegen wiederholende Zeichen geschickt und wir werden aufgerufen, diese zu erkennen. Das sind wertvolle Hinweise, also achtsam sein auch, gucken, wo irgendwas dahinter steckt mit aufklärendem Charakter. Hier kommt sehr viel Einfluss von außen, ne? Es scheint so, als möchte uns das Leben immer wieder eins zeigen, ein Puzzleteilchen zeigen und wir sehen es irgendwie nicht. Wir sind unentschlossen, aber wir konzentrieren uns nicht auf das, was wir bräuchten, um weiterzukommen. Also das Außen wird uns mehr davon liefern und ich habe
dass wir die Energie positiv halten sollen, ne? Negativität vermeiden, nicht immer nur rumgrübeln, was alles schlecht ist und woran der andere schuld sein soll. Das scheint etwas zu sein, das uns sehr beschäftigt, wo wir in Gedanken nicht weiterkommen und wo wir auch so einen gewissen Punkt drin haben, der hat was zu tun mit sich selbst erfüllenden Prophezeiungen, sich fokussieren auf das, was alles schlecht ist, das, was man befürchtet. Und wir sind einfach aufgerufen, in Zukunft mit Leichtigkeit daran zu gehen, uns Zeit zu nehmen, Freude zu empfinden, anstatt Furcht oder Ängste. Hier auch so eine Aufforderung, wenn es, guckt euch das mal an. Hier kommt etwas ganz Neues auf uns zu. Eine Erfüllung, eine emotionale Erfahrung, eine gesegnete Veränderung, die Leichtigkeit mit reinbringt und ja auch so eine Erleichterung oder auch so einen Staunen, ne? Das betrifft die emotionale Erfüllung. Wobei, wenn wir den gebenden Part haben, haben wir hier auch etwas erschaffen bei uns selbst, das uns zur Fülle führt. Ob das jetzt materielle Fülle ist oder emotionales, kann beides sein. Aber ich glaube, dahinter steckt etwas, wo wir uns sehr gut entwickeln zu einer nächsten Stufe im Beziehungsleben. Da gehört so viel dazu, ne? Den anderen sein lassen, wie er ist, nicht an den negativen Eigenschaften immer nur rummachen. Antworten kriegen auf Fragen, die wir schon lange gestellt haben, in der Vergangenheit vielleicht auch bejaht haben und dann wieder eine auf den Dates gekriegt haben. Und da kommt dann eben auch dieses Unentschlossene her, ne? Dass man mitunter vielleicht ein bisschen verwirrt ist und gar nicht weiß, wie einem geschieht. Was sagen die Vögel noch dazu? Die Schnepfe. Veränderungen kündigen sich an, die nach persönlicher Lebenssituation und aktuellen Ereignissen unterschiedlich sein können. Es können jetzt einschneidende Änderungen auch im Arbeitsleben anstehen. Also diese Belegung passt eigentlich auf vieles, aber es geht eigentlich um das Beziehungskonstrukt. Hier unten haben wir noch Selbstständigkeit. Es kann auch sein, dass wir uns irgendwie hier zu was hinformatieren, das uns unabhängig macht. Und genau das ist der Prozess, ne? Wir sind nicht mehr abhängig von den Plätzen, die irgendwo besetzt werden, sondern hier sind bestimmte Personen, die einem helfen, die Schatztruhe für sich zu öffnen, das Beste zu sehen. Ja, Lieben, ich lasse das so stehen. Das ist eigentlich ist es viel tiefgründiger, als ich es ausdrücken kann. Ich rechne damit, dass sich auch da Plätze wieder verschieben, dass man mehr öffnet, dass sich Leute reindrängeln ins Leben, die eine besondere Aufgabe auch haben. Eine sehr lehrreiche Aufgabe. Und ich wünsche euch allen einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.